Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bike Ergonomics, dem Vlog rund um das gesunde und komfortable Radfahren. Radfahren mit Klickpedalen ist effektiver. Wir zeigen euch heute, wie ihr die dazu passenden Cleats ganz einfach einstellt. Heute im Studio begrüße ich wieder meinen Kollegen Kim. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jan-Philipp, hallo zusammen. Kim, direkt vorweg eine knackige Frage. Welchen Vorteil haben Klickpedale? Ja, bevor es Klickpedale gab, haben sich die Leute die Füße mit einem Riemen am Pedal festgebunden. Und das war natürlich blöd, wenn du absteigen musstest du den erst losmachen. Also Klickpedale sind viel komfortabler beim Ein- und Aussteigen. Und klar, du rutschst nicht ab, das ist der Vorteil gegenüber Flat Pedals. Und der hauptsächliche Punkt ist, du kannst viel runter treten. Vom Abrutschen auf Flat Pedals kann mein Schienbein oder meine beiden Schienbeine können da wahre Bände von sprechen. Genau, ich sag schon, Flat Pedals, ich fahre mit Flat Pedals, nicht mit Klickpedalen, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe natürlich schon so ein bisschen Kontakt gehabt mit Klickpedalen und man hört ja immer wieder von Leuten, die Klickpedale sich gekauft haben, dass die sagen, okay, ich habe das jetzt montiert, eigentlich sollte es ja besser werden auf dem Rad, ne, vor allem auch so ergonomisch gesehen, aber ich habe trotzdem Knieschmerzen zum Beispiel. Woran liegt das? Liegt das an der Einstellung? Ja, also es kann einmal an der Einstellung liegen, aber auch natürlich, dass die Knie sich sehr stark bewegen, dass man sozusagen instabil ist. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, entweder so ein Glied zu benutzen, was mehr Beweglichkeit zulässt. Das heißt, der Fuß kann sich im Pedal etwas bewegen. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt natürlich noch andere, es gibt Einlagen, die man benutzen kann, aber vor allen Dingen die richtige Einstellung, das ist das Entscheidende. Okay, also das ist das A und O. Jetzt natürlich die Frage, wie stelle ich das Glied dann richtig ein? Ja, im Prinzip hat man ja drei Achsen, in denen man das einstellen kann. Man fängt sozusagen mit dem ersten Schritt an, das heißt, wo befindet sich der Fuß über dem Pedal? Ich kann das hier mal gerade zeigen. Also der Fußball sollte hier über dem Pedal sein, sodass man die Wadenmuskulatur auch richtig einsetzen kann, dass man diesen Hebel auch nutzen kann. Und man sieht, am besten orientiert man sich an den 10 Grundgelenken und der sollte oder die sollten in etwa über der Pedalachse sein. Du hast uns jetzt hier ein Werkzeug mitgebracht, ein spezielles Werkzeug, dieses Glied-Tool. Wie stelle ich jetzt die Gliedposition mit diesem Tool so ein, dass mein Großzehengrundgelenk, dass die Mitte davon genau über der Pedalachse ist? Also, wenn man dieses Glied-Tool mal sieht, also das kann man so auf- und zuklappen, das ist ganz praktisch. Und dann schiebt man den Schuh hier rein. Das ist so wie so ein Puzzlestück. Das Glied ist natürlich schon montiert, aber noch nicht festgezogen, damit man die Anstellung vornehmen kann. Genau, Ne? man sieht, das ist montiert, aber es ist noch nicht richtig fest. Und ich kann den Schuh jetzt hier drauf hin und her schieben. Man sieht, entweder nach vorne oder nach hinten. Es ist so etwa so 1 bis 2 Zentimeter Luft. Und bevor ich dann weiß, wo jetzt mein Zehengrundgelenk ist, taste ich das bei mir selber am Fuß oder schaue jetzt auch, wo hier der breiteste Teil beim Schuh ist. Also man sieht das hier meistens, wo der breite Teil ist, dort das Grundgelenk sich befindet. Das kann ich auch markieren mit so einem Aufkleber, der ist dabei, beziehungsweise auch in der Fittingbox. Und jetzt kann man genau diesen Punkt genau hier, wo das Pedal angezeichnet ist, dann dorthin schieben. Man sieht, ah ja, das ist sehr exakt. Und dann hat man auch eine ganz gute Position. Man kann es nochmal von oben abgleichen, ob das so ganz gut schon aussieht. Und das stelle ich ein, wenn ich den Schuh nicht anhabe, wenn ich ihn anhabe auf dem Boden, oder? Also diese Einstellung, man kann, wie gesagt, man kann die Schuhe erst anziehen, man kann fühlen, wo das Großzehengrundgelenk ist, macht den Aufkleber drauf und dann zieht man das wieder aus und legt das dann hier auf das Glied-Tool. Okay. Du hast schon gesagt, das war Schritt Nummer 1. Kurz noch zur Info, die ganzen Schritte, es sind ja nur 3, sind natürlich auch hier vorne abgedruckt auf der Vorderseite. Jetzt sehe ich hier Schritt Nummer 2, wenn wir mit 1 durch sind, Einstellung der Stützweite, Fall nach links und rechts. Ja, Wie stelle ich das ein? Man sieht, dass der Schuh natürlich weiter nach innen und außen stehen kann. Also der kann ganz dicht an die Kurbel oder weiter weg. Hier hat man auch einen gewissen Einstellbereich. Man sieht das hier, der liegt ungefähr so bei einem halben Zentimeter, aber auf jeder Seite. Das heißt, das merkt man schon. Also das fühlt sich entweder etwas breitbeinig an oder etwas zu eng. Und man sollte sich hier vor allem an der Beinachse orientieren. Das kann man hier sehen. Also das Fuß, Knie und Hüfte etwa eine gerade Linie bilden und damit das Knie auch schön gleichmäßig belastet wird. Da gibt es doch bestimmt noch einen Fachbegriff für, oder? Ja, der sogenannte Q-Faktor oder
Abstand. Das ist auch unterschiedlich je nach Radtyp. Bei einem Rennrad ist es enger, bei einem Mountainbike oder E-Bike sogar ist es breiter. Okay, aber ich sollte ihn mal so einstellen, dass die Achse durch Hüfte, Knie und Fuß ziemlich genau senkrecht Ziemlich ist. Ja? senkrecht durchgeht, und wenn man jetzt sehr schlank ist oder kleiner und schlank ist, dann schiebt man die Schuhe sehr weit nach innen. Wenn man jetzt groß und breit ist, dann schiebt man sie eher nach außen. Das verändere ich dann mit Schritt Nummer 2. Das ist Schritt Nummer 2. Gut, nach 2 kommt bekanntlicherweise 3. So habe ich es zumindest gelernt. Was ist Schritt Nummer 3? Also das dritte ist, und das ist eigentlich das Entscheidende, wie stark wird die Ferse nach innen oder außen gestellt. Es gibt einige, die fahren mit der Ferse sehr weit nach innen. Das führt dann dazu, dass das Knie sehr weit nach außen gedrückt wird. Man hat auch kaum eine Möglichkeit, das Knie wirklich schön achsengerecht zu führen. Von daher empfehle ich, mit einer neutralen Stellung anzufangen, vielleicht den Fuß ganz leicht nach außen nur zu stellen und nicht so stark. Hier hat man auch noch das Problem, dass man hier an die Kurbel kommen würde. Also deswegen stellt man das hier ein bisschen raus. Hier kann man das auch mit dem Q-Faktor wieder ein bisschen nachregulieren. Falls man weiter nach innen stehen möchte, schiebt man den Schuh vorne ganz weit raus, damit hier genug Platz ist. Okay. Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt zum Beispiel X-Beine oder O-Beine habe, wo die Knie bei O-Bein natürlich nach außen, bei X-Bein nach innen zeigen? Da ändert sich ja so schon meine Fersenstellung. Ja, das hast du gut gezeigt. Also man sieht das hier nochmal an der Zeichnung. Die Beinstellung kann diese Fußposition beeinflussen. Und wenn man jetzt mit O-Bein versuchen möchte, zum Beispiel etwas achsengerechter, also nach innen zu kommen, dann sollte man die Ferse auch etwas nach außen stellen, weil dadurch kommen die Knie automatisch nach innen und man ist dann mehr in der Achse. Genau, weil ich habe O-Beine, Knie zeigen nach innen, ich drehe sie nach außen. Und Man sieht das schon, genau, die Ferse geht nach außen und deine Knie kommen in Achse. Ja. Und bei X-Beinen dann entsprechend andersrum, das heißt, eigentlich zeigen die Fersen nach außen, ich drehe sie nach innen, Knie werden waagerecht. Genau, so kann man das so etwas anpassen. Und wenn man dann den zweiten Schuh auch hat, ist es dann wichtig, dass man die Schuhe schön, oder man kann sie dann schön symmetrisch einstellen, nicht, dass ein Schuh völlig anders steht. Und das kann man ganz gut hier an diesem Raster, was man jetzt hier sieht, entsprechend nachprüfen. Man kann jetzt einmal von oben drauf schauen, die sehen jetzt schon sehr gleichmäßig aus. Und wenn ich von der Rückseite schaue, dann ist hier auch der Abstand auf dem Raster gleich. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas nehme, um die Länge genau zu überprüfen, dann habe ich auch nochmal die Möglichkeit, das sehr, sehr exakt zu machen. Das ist vielleicht auch ein Vorteil gegenüber der Methode, wie man das früher gemacht hat. Da hat man immer unter den Schuh geguckt, aber so richtig genau konnte man das eigentlich gar nicht sehen. Und hier mit dieser Schablone geht es nicht nur einfacher, sondern auch sehr, sehr exakt. Wunderbar. Das war Schritt Nummer 3. Das heißt, wir sind jetzt mit der Einstellung durch, ja? So, wir sind jetzt so, ich habe so gut eingestellt, dann kann ich die Schrauben richtig festziehen. Dazu schiebe ich einfach die Schablone über die Tischkante, nehme das Mini-Tool und ziehe jetzt hier unten drunter einfach die Schrauben fest. Das ist recht einfach festziehen. Und so kann auch beim Festziehen die Platte sich nicht verschieben, weil die wird durch das Tool natürlich jetzt gut fixiert. Ja. Hinten die Hand drauf halten, damit der Schuh sich nicht verdreht. Und dann kann ich hier jetzt nochmal richtig nachziehen und dann sind wir fertig. Da hast du dir als Entwickler ja richtig was bei gedacht. Das ist ja ganz clever, ne? Dass man das von unten festschrauben kann. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt kompliziertere Tools natürlich, aber das ist so einfach unschlagbar, weil es einfach unexakt ist. Gut, wunderbar. Wir haben ja gerade schon über die Knieposition gesprochen. Da habe ich noch eine Frage, und zwar sieht man ja bei den Profis, vor allem auf dem Rennrad, dass die mit den Knien sehr weit am Rahmen fahren. Ist das jetzt nur eine Aero-Sache oder machen die das vielleicht auch, um noch mehr Kraft zu übertragen? Ja, oftmals auch das. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man am Sattel und am Rahmen sozusagen eine Führung hat, eine Kniestabilisation erzeugt und dadurch kann man noch mehr Kraft übertragen. Okay, gut. Ich muss jetzt nicht unbedingt viel Kraft übertragen. Ich fahre natürlich eher Fahrrad, weil es mir Spaß macht, nicht weil ich schnell sein will. Man erwischt sich natürlich trotzdem immer wieder. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, und zwar, ich habe alles eingestellt. Ich setze mich auf mein Fahrrad, ich fahre und ich merke, ich habe trotzdem noch Schmerzen. Gehen die irgendwann von alleine weg oder liegt es vielleicht doch an der Einstellung? Was kann ich da tun? Also Schritt Nummer 1 ist, fahrt erstmal mit dieser Einstellung, weil man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Du hast es ja schon angesprochen, gerade wenn man neu einsteigt mit Klickpedalen oder neue Schuhe, neue Klickpedale hat, dann braucht man auch eine Zeit, um sich an die Einstellung zu gewöhnen. Und das Zweite ist natürlich, eventuell ist es noch nicht die ganz perfekte Einstellung für euch. Spielt also nach einigen Wochen nochmal vielleicht eine kleine Justage
den Winkel nochmal ein bisschen ändern und dann nochmal fahren. Alles klar. Vielen Dank dafür, für den Input bisher. Bei den Klickpedalen werden natürlich auch andere Muskelgruppen beansprucht, weil man nicht nur am Pedal runterdrückt. Wir haben das hier mal auf dem Schaubild dargestellt. Ja, mit Flat Pedals kann ich natürlich nur hier drücken. Hier kann ich nicht den Fuß heben, weil dann hebe ich ja vom Pedal ab. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt mit dem Klickpedal auch heben kann, ziehen oder schieben kann, werden ja andere Muskelgruppen beansprucht. Ne? Das ist auch ein riesen Vorteil fürs Knie, weil ich sozusagen nicht nur runterdrücke und damit das Knie belaste, sondern durch den Rundentritt kann ich das Knie auch wunderbar entlasten. Und damit sind oft auch die Knieprobleme weg. Okay, also das heißt, es ist nicht nur eine Einstellungssache von dem Glied oder vom Schuh selbst, sondern auch eine Gewöhnungssache oder Einstellungssache vom Bewegungsablauf. Ja, Ja, der Bewegungsablauf wird runder Ja. und damit fährt man auch viel effektiver. Das ist auch vielleicht, warum Klickpedale so beliebt sind. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren mit diesen Klickpedalen, weil ich habe tatsächlich im rechten Knie so ein bisschen Schmerzen. Könnte vielleicht durchaus daran liegen. So, ich glaube, wir sind schon wieder fast am Ende angekommen. Wir haben soweit alles besprochen. Wie immer, Kim, letzte Frage. Was ist dein ultimativer Tipp? Also Schuhe einstellen ist natürlich ganz wichtig, Glieder einstellen, aber checkt auch nochmal eure gesamte Position. Weil manchmal kann man auch deswegen die Beine nicht optimal führen, weil die Position noch nicht richtig stimmt. Also deswegen, checkt eure richtigen Positionen. Wie ihr das machen könnt, haben wir euch bereits in 3 anderen Videos gezeigt mit dieser Fittingbox. Das hier ist jetzt die Rennradversion. Es gibt auch noch eine Version für Mountainbikes oder auch die Komfortversion für Touring- oder Trekkingfahrer. Wir verlinken euch das einmal hier oben. Könnt ihr gerne reingucken, macht euch da mal schlau. Und ansonsten sind wir für heute durch. Das war's wieder. Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen. Vielleicht konntet ihr ja oder könnt jetzt mit der Einstellung, die ihr vornehmt, mithilfe unserer Informationen eure Schmerzen reduzieren, vielleicht auch ganz eliminieren. Würde uns natürlich sehr freuen, falls ihr das nicht so ganz schafft, falls ihr trotzdem noch Schmerzen habt, Ideen, Fragen oder Anregungen oder sowas. Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare oder als E-Mail an info@bikeergonomics.com. Da können wir das noch ein bisschen individueller machen. Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss und bleibt uns treu.